Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es Reste. Ich hatte noch etwas Entenfleisch übrig und da ich keine noch essbaren Lebensmittel wegwerfe, bereite ich einen kleinen Auflauf daraus zu. Man kann diese Art Auflauf mit eigentlich so ziemlich jedem geschmorten Fleisch zubereiten. Zuerst setze ich Salzkartoffeln auf. Pro Person rechne ich eine Kartoffel, nicht zu klein. Bis sie gar sind, es dauert ca. 20 bis 25 Minuten, habe ich die Zeit, eine Gemüsebeilage zuzubereiten. Auch hier ist man eigentlich sehr frei und kann nehmen, was man gerade noch im Haus hat. Zur Freude meines Mannes hatte ich noch Karotten, die mir gerade recht kamen. Zwiebeln würden auch gut passen und können auf die gleiche Art zubereitet werden. Die Möhren werden geschält, die Enten abgeschnitten und anschließend in nicht zu feine Stücke geschnitten. Ich gebe sie in eine Pfanne, salze sie, füge ein Stück Butter dazu sowie 2 Esslöffel Wasser. Mit einem Deckel bedeckt werden sie nun auf kleiner Flamme langsam geschmort, bis sie weich sind, ca. 15 bis 20 Minuten je nach Hitze. Zum Überbacken kann man eine große Auflaufform nehmen oder kleine Portionsringe. Die machen zwar momentan etwas mehr Aufwand, sind aber schneller erhitzt und auch einfacher auf den Tellern anzurichten. Egal wie man sich entscheidet, alles muss eingefettet werden, der Boden und der Rand. Das ist das Entenfleisch. Im Wesentlichen handelt es sich um Kleinzeug einer Ente und Reste von der Keule. Ich hatte es eingefroren und erwärme es nun in der Pfanne. Ist es warm, nehme ich das Fleisch aus der Soße, die ich glücklicherweise auch noch habe. Ebenso die Haut, die lege ich aber auf eine extra Unterlage, da ich sie später noch übergrillen werde. Die kleinen Fleischstückchen, die sich noch in der Soße befinden, sind nicht schlimm. Die Soßenreste dicke ich mit einem Teelöffel Maisstärke an und stelle die Pfanne zur Seite. Mittlerweile sind die Kartoffeln gar und das Kochwasser kann abgegossen werden. Auf die Kartoffeln gieße ich ein wenig Milch, in etwa so viel, dass sie 1 cm hoch ist. Lieber gebe ich später noch etwas nach. Ich gebe auch noch ein Stück Butter dazu sowie eine erneute Prise Salz. Die Milch lasse ich aufkochen und die Butter schmelzen. Und ja, ich weiß, in den meisten Rezepten steht, man solle die Milch in einem separaten Topf erhitzen. Da ich aber alles selber spülen muss, versuche ich immer möglichst ökonomisch vorzugehen, was die Verschmutzung meines Werkzeugs angeht. Und das ist so ein Beispiel für das Vermeiden unnötigen Abwaschs. Die Butter ist geschmolzen und mit ein wenig Nachhilfe geht es noch etwas schneller. Nun beginne ich mit dem Zerstampfen. Dabei den Topf mit der anderen Hand gut festhalten. Das Stampfen muss übrigens immer von Hand und darf niemals mit einem elektrischen Pürierstab erledigt werden, da dieser aufgrund der hohen Drehzahl die Stärkepartikel der Kartoffel zerstören würde. Dann erhält man einen festen Kleister, den man zwar sicherlich noch essen kann, aber Freunde macht man sich damit nicht. Das Püree war mir noch etwas zu fest, deswegen habe ich noch etwas Milch zugegeben und untergerührt, Deckel drauf und fertig. Das Gemüse war nun ebenfalls gar und konnte vom Feuer genommen werden. Nun wird der Auflauf zusammengesetzt. Zunächst befülle ich den Ring mit einer Schicht Kartoffelpüree. Solltet ihr das Essen für viele Gäste zubereiten, kann man das Püree auch in einen Spritzbeutel geben und damit arbeiten. Für 2 Portionen lohnt sich das aber nicht. Als nächstes kommt eine Schicht Fleisch. Dabei achte ich darauf, das Fleisch am Außenrand schön festzudrücken, damit man es später auch gut sehen kann. Das Fleisch wird mit etwas Püree bedeckt und darauf kommt nochmals etwas Fleisch. In die Mitte drücke ich mit dem Löffel eine kleine Delle, denn dort hinein kommt ein Klecks meiner Soße. Sie ist mittlerweile fest geworden, da erkaltet, aber das macht nichts. Und nun, ihr habt richtig geraten, kommt zum Abschluss nochmal eine Schicht Püree auf das Fleisch. Schön vorsichtig, damit die Soße nicht am Rand ausläuft. Alles wird glatt gestrichen und wer will, gibt noch einen Klecks Butter oben auf. Fertig. Zum Überbacken gebe ich den Auflauf nun in den 180 Grad heißen Ofen. Da ich nicht genug Soße zu dem Essen habe, bereite ich noch eine weitere, geschmacklich ausgefallene Soße zu. In einen kleinen Topf gebe ich pro Person 1 Teelöffel Kirschkonfitüre, 1 Teelöffel Essig, 1 Teelöffel Wasser, eine gute Prise Meersalz und Pfeffer. Alles wird verrührt und für 8 bis 10 Minuten auf kleiner Flamme gekocht, damit der Essig seine Schärfe verliert.
Zu manchem Fleisch passt der Geschmack von Wacholder sehr gut, weswegen ich eine Beere zerdrücke und in der Flüssigkeit mitkochen lasse. Das Wasser ist nach einer Weile verdampft und die Bläschen sehen zähflüssiger aus. Nun gebe ich noch pro Person 1 Teelöffel kalte Butter dazu und rühre sie ein. Die Soße muss nur noch abgeschmeckt werden und kann zur Seite gestellt werden. Jetzt ist alles fertig. Die Haut habe ich unter einen Grill gegeben, damit sie aufknuspern kann, während ich die Teller anrichte. In die Mitte setze ich den Ring mit Püree und Fleisch. Trotz des Einfettens klebt meistens noch ein bisschen Püree am Rand fest und man ist gut beraten, mit einem Messer einmal am Rand entlang zu fahren, um alles zu lösen. Darum herum platziere ich das Gemüse und entferne anschließend den Servierring. Da das Püree relativ fest war, hält es die Form sehr gut. Obenauf verziere ich das Püree mit der inzwischen wunderbar knusprigen Haut. Zu guter Letzt gebe ich noch etwas von der Soße über die Karotten und nun kann gegessen werden. Wie ihr seht, kann man auch aus ein paar unansehnlichen Resten noch ein schönes Essen zaubern. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, es auch einmal auszuprobieren. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!